Ja? Hallo, Mariano? Ah, grüß dich. Ja, genau, wegen dem Corona-Test. Was? Im Ernst? Oh nein. Und was bedeutet das jetzt genau? 10 Tage? Ja, also ich habe natürlich in meinem Beruf als Coiffeuse schon Kontakt mit Kunden, aber also ich habe immer eine Maske getragen. Ja, aber also bedeutet das jetzt, dass ich 10 Tage nicht arbeiten kann? Was, nicht mal voraus? Und, also, was bedeutet das für meine Tochter? 12. Ja, okay. Merci. Ade. Hoi Mami. Du, wir haben heute so ein blödes Thema schon angefangen. Ein Weihnachtstheater. Und ich muss Maria spielen. Also, ich meine, wie alt sind wir denn? Maria, das passt auch super. Oh, so ein Seich. Was? Sorry, du Tess, jetzt habe ich gerade ein Telefon bekommen. Mein Corona-Test ist positiv. Oh nein, was heisst das jetzt? Das heisst, ich muss 10 Tage daheim bleiben. Also ich. Du natürlich auch. Ich auch. Ja? Hast du es deiner Chefin schon gesagt? Nein, ich habe ja gesagt, sie haben mir jetzt gerade angerufen. Schön. Hey, die Scheibe, die wird ausrasten. Was gibt es Mittag? Ja, sorry. Geschwellte, hol es gut. Du hast vorhin irgendetwas erzählt von wegen Weihnachtsmusical. Wie ist das gegangen? Ah, das ist jetzt ja gleich. Vielleicht fällt das sowieso aus, weil ich jetzt 10 Tage nicht da bin. Yes! Hallo! Du bist aber früh heute. Ja, unser ganzes Team ist früher nach Hause geschickt worden. Es gibt einen Verdacht. Ja? What? Oh shit. What does it mean? 10 days? Oh my god. Okay. 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 Was? Okay? Mein Boss, der Daryl, mein Teamkollege, ist positiv getestet worden. Und gestern hatte ich 3 Stunden Sitzung mit ihm. Jetzt muss ich in Quarantäne. 10 days? Was? Wo? Was, wo? Hier? Daheim? Hier? Daheim? Das ist nicht die Ernst. Danke für den warm Welcome. Ja, aber ich habe sonst schon mega Stress mit meiner Arbeit jetzt vom Homeoffice aus zu managen. Ich kann nicht noch einen Mann brauchen, der hier rumhängt. Ha, come on. Deine Grämeli und deine Puder, die funktionieren ja auch wunderbar in der Ja, Corona-Zeit. und das muss eben auch so bleiben. Also im Büro kannst du ganz sicher nicht sein. 10 ganze verfluchte Tage nicht arbeiten. Die komplizierte Schweiz. Bei uns in Schweden ist das viel lockerer. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. 10 Tage nicht arbeiten. So, jetzt tu doch nicht so dramatisch. Nur weil du nicht schaffst, wird sie keine Wohnung müssen Konkurs anmelden. Wo ist eigentlich der Sven? Dann müsst jeden Moment heimkommen. Hallo Mami! Wir haben das dürfste Projekt ever vor der Schule bekommen. Ein Weihnachtstheater. Und jemand von euch muss das mit mir üben. Generationen unter einem Dach heisst das. Halleluja! Ah, das kann in diesem Fall gut der Papi übernehmen.
Der ist nämlich jetzt 10 Tage daheim. Halleluja! Papi, wieso bist du schon da? Und warum 10 Tage daheim? Ein Kollege von mir in der Arbeit hat Corona und jetzt muss ich 10 Tage in der Quarantäne sein, wegen der Regeln von diesem wunderbaren Land. Und mit dir Weihnachtsmusical üben. Halleluja! Ah, du kannst eigentlich auch sonst noch eine Aufgabe im Haushalt übernehmen. Waschen, putzen, kochen, glätten. Das wäre mal eine Erweiterung von deinem Terrain. Für das haben wir ja die Mariella, die die Haushalt macht. Das zeigt mal wieder, dass du keine Ahnung hast, was noch alles dazugehört. Ja, ich merke, du willst mir keine grosse Entlastung sein. Das werden 10 katastrophale Tage. Wem sagst du das? Heimat Lund. Ich gehe, glaube ich, in mein Zimmer. Ja, hallo? Ja, Giger, Seraphin. Mhm. Negativ. Ja. Seid ihr nicht sicher? Aha. Nein, ich habe nur mal gehört, dass die Tests darum nicht 100%. Mhm. Ja, merci, Mo. Mhm. Ja, euch auch, ja. Adieu, Herr Dings. Trevor, was machen wir jetzt? Es hat mir jetzt sehr gepasst. So Corona, 2 Wochen lang nicht aus dem Haus müssen und niemanden müssen treffen. Scheisse! Nicht mal das gönnen sie einem. Man könnte einfach... Das gibt's ja gar nicht, Mami Brütsch. Nichts Besseres zu tun, als 10 Sekunden in 10 Sekunden zurückzuschreiben. Ja, sicher, gib deine doofen Tipps doch. Wir sind doch alle zusammen besser als die anderen Club. Was sagst du? Ja, ist doch gleich. 2 Wochen für mich, niemand müssen treffen. Und man braucht nicht mal eine Entschuldigung dafür. Via Corona. Ja, ich weiss, dass es noch scheisse ist. Ja, was soll ich denn deiner Meinung nach machen? Ja, auch beim Arbeiten. Ja, aber du bist doch selber dafür gewesen, dass wir es mit dem Desinfizieren nicht so ernst nehmen. Ja, bö, dann muss man halt jetzt wohl oder übel absagen. 10 Tage. Kann ich warten. Bis zum 15. Ja, ich habe mir das im Fall auch nicht so ausgesucht. Du musst jetzt nicht mehr zum Sündenbock machen, gell? Ja. Okay, tschüss, Celine. Alte Sklaventreiberin, hast du auch noch nie etwas von Arbeitsschutz gehört? Aber ich fände es super, wenn du die Rolle trotzdem würdest spielen. Bis zur Aufführung solltest du ja wieder aus der Quarantäne draussen sein. Meint ihr wirklich? Ja, unbedingt. Es wird so viel abgesagt zur Zeit, dass so ein Projekt im kleinen Rahmen umso schöner wird. Viele Zuschauer dürfen ja nicht kommen. Und es wäre sehr schön, dich als Maria dabei zu haben. Und jetzt hast du ja auch noch viel Zeit daheim zum Üben. Ja.
Gut, das Skript hast du ja schon, oder? Ja, das habe ich. Ich tue dir dann auch noch mailen, dass du es auch noch digital hast. Und wenn du Fragen zum übrigen Schulzeug hast, dann meldest du dich einfach, gell? Die Lila hat ja gesagt, dass sie dich alle informieren. Ja, das macht sie sicher. Gut, dann noch eine gute Zeit. Ich komme. Ade, Frau Hegi. Ciao, Tessa! Alles okay bei dir, Tessa? Es geht so. Ich muss Maria gleich spielen und du solltest mir dabei helfen. Also, bedeutet das, dass ich an die Aufführung nachher auch kommen muss? Es wäre auch schon cool, wenn du kommen würdest. Ja. Weisst du, ich komme ja dich gerne schauen bei solchen Sachen und bin sehr stolz, wenn ich dich auf der Bühne sehe. Weisst du, ich gehe eigentlich nicht gerne an den Ort her. Mit diesen Eltern und dann kommen sie und fragen so Zeug oder sagen irgendwie ihr seid aber eine junge Mutter» oder «Ich hätte euch höchstens 30 geschätzt.» Dass ich wirklich erst 30 bin und schon so eine alte Tochter habe, kann sich viel nicht so vorstellen. Ist es von Jan? Mhm. Was schreibt er? Frag nur, wie es geht. Kommt er heute noch zum Nacht? Nein, was ist das für eine Frage? Das darf er ja gar nicht. Außerdem ist er sowieso eher ein vorsichtiger Typ. Das ist mir auch gerade recht. Ja, also warum? Willst du mir nicht sagen? Also, ich finde doch schon, aber es ist einfach ein bisschen langweilig, so normal. Normal ist auch nicht nur schlecht. Aber schau einfach dann, dass es nicht so schnell wieder ein Kind gibt wie dann bei mir. Geht's eigentlich noch? Wie kannst du so etwas sagen? Du hast keine Ahnung, was es denn passiert ist. Dann sag mir's doch endlich! Als immer nur mir auszuweichen und schweigen. Tessa, geh bitte aus meinem Zimmer. Hey Lili, was geht? Hey Götti, habe ich dich geweckt? Nein, ich bin nur noch ein bisschen müde, weißt du, wegen Corona auch. Ah ja, stimmt, der Papi hat es erzählt. Krass, wie geht's dir? Gut eigentlich, einfach ein bisschen müde. Und hast du keinen Husten? Oh, mal. Husten natürlich. Und sonst nichts eigentlich. Was macht ihr so den ganzen Tag? Das gleiche wie vorher. Gell, die Bar, die ich gearbeitet habe, die hat vor 2 Monaten schon zugetan wegen Corona. Und du? Schuh halt. Wir haben im Moment so ein doofes Projekt. Ein Weihnachtsspiel. Das heisst Generationen unter einem Dach und sollten mit einer erwachsenen Person aus dem gleichen Haushalt üben und über die Weihnachten von früher reden. Und dann erzählt dir der Papa selber von unseren wunderbaren Weihnachten, wie er das grosse Stolz hat gemacht. Und ich mit daneben habe ich noch. Ah, der hat ja nie Zeit. Und die Mami gerade auch nicht. Man könnte meinen, wegen Corona sei das Jahr nicht viel los, aber nein, es heisst immer arbeiten. Arbeiten, nochmal arbeiten. Es ist echt zum Kotzen. Und wenn ich mal etwas ausser Haus mache, Dann heisst es, Lilian, hast du sie schon gemacht? Oder, Lilian, so gehst du mir gerade sicher nicht aus dem Haus. Oder, Lilian, drehst mir bitte nur eine doppelte Maske. So schlimm ist es jetzt auch kaum, Lili. doch, so schlimm ist es. Ja, darum wollte ich dich fragen, ob wir es vielleicht mit dir machen können. Was? Mit mir? Ja, aber also wir wohnen ja nicht mal unter einem Dach. Ist doch gleich, das merkt doch niemand. Ja, du kannst schon mal vorbeikommen. Vorbeikommen? Aber Götti, du hast doch Corona. Scheisse, ja genau, ja Corona. Wir können es ja per Videocall machen.
Oh nein, weißt du, so Videocalls, das mache ich echt gar nicht. Ich kann mal nicht zu dir kommen, wenn du Corona hast. Weißt du? Also, du kannst es niemandem erzählen, aber mein Test ist gar nicht positiv gewesen, weißt du? Nicht positiv? Götti! Ja, weißt du, ich habe ein bisschen Zeit für mich gebraucht und dann hat sich das Corona irgendwie wieder gegeben. Du fakest Corona? Das geht doch nicht! Ich weiss, aber es war halt gegeben gewesen. Und da konnte ich das brauchen, irgendwie ein bisschen Zeit für mich. Aber es ist etwas anderes, weißt, wenn du vorbeikommen. Wie würde es bei dir gehen am Montag nach der Schule? So etwa am 4 Uhr? Aber schaffst du das, dass deine Eltern das nicht irgendwie merken oder so? Das wäre sonst ein Zeichen. Angst erzählen. Das liegt ja in unseren Fake-Gen von unserer Familie. Mal, das ist doch gut, aber schau, dass es einfach niemand... Nein, du nicht! Bist es da? Hey, was kämpfst du mit unserer Tochter hinter unserem Rücken? Was genau dürfen wir da wieder fahren? Was hinter unserem Rücken? Das ist mein Gotteschick, Mann. Ja, leider. Das ist eine meiner grossen Fehlentscheidungen in meinem Leben. Wow, gibt Muster mir noch einen Fehler zu? Oh jetzt, mit der Fehlerquote von deinem Leben möchte ich auf alle Fälle nicht tauschen. Hey, mein Strafregisterauszug, der ist noch blitzeblank. Das ist jetzt ganz eine alte Platte, die hier wieder leuchten. Es geht hier um meine Tochter. Willst du etwa, dass deine Tochter mit einem Ex-Trögler Kontakt hat? Schleift, Mann, das ist 10 Jahre her. Seitdem habe ich nie etwas genommen. Das sagen sie alle. Und dann arbeiten sie als Barkeeper so in einer links versifften Bar. Und als Drogenumschlag... Hey, jetzt hast du mal gefressen, du kleiner Pisser. Du hast keinen Plan von meinem Leben, wirklich. Ja, und da sieht man es, hä? Also so jemand hat sicher mit meiner Tochter nicht Kontakt. Sättige Wortempfehlungen sprechen ja für sich. Hey, die nächsten 7 Tage kannst du das Handy gerade vergessen. Ab jetzt ist jeglicher Kontakt mit deinem Götti verboten. Ach, Papi, ist doch nicht so schlimm! Das gibt's ja gar nicht. So ein verwöhntes Arschloch. Das hat seine Tochter so nicht verdient, Mann. Scheiße. Papi, Hm. ich muss immer noch das Weihnachtstheater üben. Hättest du jetzt kurz Zeit? Kann du fragen? Wer dort Svenska också? Nein, ich frage dich nicht auf Schwedisch, sondern auf Deutsch. Und ich will auch eine Antwort auf Deutsch. Ich lebe hier und nicht in Schweden. Okay. Hast du einen schwierigen Tag gehabt? Okay. Was muss ich machen? Ich weiss auch nicht so genau. Frau Hegi hat selber ein Weihnachtstheater geschrieben, das wir am 18. Dezember aufführen müssen. Ein Weihnachtstheater? Aus der Bibel? Mit dem Abraham, mit dem Josef und Petrus und so? Abraham kommt, glaube ich, nicht vor, aber im Petrus bin ich mir nicht ganz sicher. Weihnachtstheater. Was ist auch da für eine Idee? Wir leben im 21. Jahrhundert. Hat deine Lehrerin auch schon irgendeine Religionsfreiheit auch schon etwas gehört von dem? Das ist eine Zumutung. In Schweden wäre das nicht möglich. Überhaupt ist das Schulsystem in Schweden viel besser. Im Gegensatz zu hier hat es hier übrigens immer Schnee. Auch an der Weihnachten hat es immer Schnee. Aber wir leben jetzt nicht in Schweden, sondern hier. Und mir gefällt es da. Das ist genau das Grundproblem, dass wir nicht in Schweden sind. Ich hätte niemals so den Fehler machen und dich herziehen. Auf deine Mutter hören, nur wegen dem Angebot von der Kosmetikfirma.
Du warst auch glücklich in Schweden. Willst du Bilder schauen? Nein, übrigens habe ich die Bilder schon 1000-mal gesehen. Seit ich mich mal erinnere, leben wir jetzt da. Und mir gefällt es da. Die Tasse hast du für mich gemacht. Im Kindergarten in Schweden. Ja, ich weiss. Und natürlich wie alles aus unserem Haushalt aus der Ikea. Du hast ja keine Ahnung, was du verpasst. Du wirst es viel besser haben in Schweden als hier. Aber mir geht's doch gut. Was meinst du nur? Irgendeinmal wirst du merken, dass es viel besser hättest in Schweden. Und darum bitte ich dich, mit mir Schwedisch zu sprechen. Ein bisschen mehr Dankbarkeit. Nein, verschon mich mit dem dankbaren Bullshit. Alter Schwedemann. Ich habe dir schon manchmal gesagt, Sven, das Wort will ich hier nicht hören. Du tust deine Erben mit Füßen treten. In einem Land, wo man dort Weihnachtsspiel vorführen, selber essen, Cumuluspunkte sammeln und Fondue aus einer gleichen Schüssel fressen und gesunde, erwachsene Leute 10 Tage alleine in der Quarantäne lassen. Und der Gipfel ist, dass Schweden und die Schweiz im Ausland immer verwechselt werden. Dabei haben die zwei Länder so viel miteinander zu tun wie der Donald Trump und der Joe Biden. Was ist hier eigentlich für eine Saulärme? Ich habe ein mega wichtiges Zoom-Meeting mit einem Kunden. Reisset euch mal ein bisschen zusammen, hier vor allem. Ich glaube, ich komme ein anderes Mal wieder mit meinen Hausaufgaben. Hoi Fabienne. Hallo Jan. Und? Wie geht's so? Ja, okay. Halsweh wird gäng stärker und jetzt habe ich ein bisschen Fieber bekommen. Aber es geht. Okay. Und dir? Also gut eigentlich, merci. Ich bin... Ja, durch den Tag bin ich eigentlich meistens am Arbeiten. Am Abend daheim. Heute war Grünabfuhr, morgen ist Altpapier. Ja. Okay, cool. Ja. Kann ich dir irgendwie etwas helfen? Oder weißt, vielleicht einkaufen oder irgendwie etwas reparieren? Oder helfen, Steuererklärung ausfüllen? Steuererklärung im Dezember? Ja, oder anfangen vielleicht mal ein bisschen die Unterlagen bereitstellen. Ich glaube gut, aber merci für das Angebot. Okay, bitte. Wie lange musst du jetzt noch daheim bleiben? Noch sicher 8 Tage. Vielleicht auch noch ein bisschen länger. Okay. Hoi, Tessa. Tessa, ja, excuse. Hallo. Hoi, Tessa. Wie läuft es bei dir so in der Schule? Ganz gut. Super. Es wird langsam ein bisschen kalt und ich bin auch jetzt sonst nicht so gut weg. Ich gehe ein bisschen liegen. Aber merci vielmals fürs Vorbeikommen. Mega gerne. Und eben, also, wenn du irgendwie etwas brauchst oder so, dann meldest du dich einfach. Ja, merci vielmals. Bitte. Tschüss. Tschüss. Und eben, also bei dir auch, wenn du irgendwie Hilfe brauchst oder so, dann meldest du dich einfach. Okay, ist gut. Tschüss. Tschüss, Tess. Ciao. Also sehr gesprächig ist er ja nicht. Ja, ich weiss.
Ich glaube, er ist mit der momentanen Situation einfach auch ein bisschen überfordert. Aber ist es nicht ein kleiner Langweiler? Ist ja vielleicht auch nicht nur schlecht. Irgendwie... Da kommt auch bei ihm so ein Gefühl von Vertrauen auf. Hat das mein Vater ja auch? Ach, Tessa. Weisst, ich habe deinen Vater nur ein einziges Mal in meinem Leben gesehen. Und die Erinnerungen an den Abend, die sind ehrlich gesagt auch ziemlich verschwunden. Was ist dir denn passiert? Weisst du, das ist... Ich rede einfach nicht so gerne darüber. Ich denke auch nicht gerne daran. Das ist echt noch ein bisschen schwierig. Ich bin jetzt noch nicht bereit. Vielleicht ein anderes Mal. Vielleicht auch, wenn du noch ein bisschen älter bist. Wieso nicht? Ja, das ist einfach... Komm, wir reden ein anderes Mal darüber. Erinnere dich denn nicht immer an das schlechte Erlebnis an diesem Abend? Weisst, manchmal entsteht aus etwas Schwierigem auch ganz etwas Wunderbares. Wie du. Du bist mein grosser Schatz. Ich liebe dich mehr als alles andere auf dieser Welt. Glaubst du mir das? Ja, Mami. Vielleicht sollten wir das Weihnachtsspiel noch ein bisschen üben. Wir sind noch gar nicht zugekommen. Was meinst du? Lieber nicht jetzt. Okay. Ja, mir auch recht. Ich glaube, ich sollte langsam noch ein bisschen schlafen. Gut. Bis später. Später. Aber Tessa, welche Rolle hast du schon wieder, die du musst spielen musst? Die Maria. Ich weiss immer noch nicht, was eigentlich mit mir passiert. Ohne es zu wollen, bin ich reingeworfen in einen Strudel, der zu gross für mich ist. Überfordert, am Ende der Kraft und rundum die verurteilenden Blicke auf eine ungewollt Schwangere. Und daraus soll etwas Gutes kommen. Gott mag mir helfen, dass ich es glauben kann. Ja, willkommen im Club, Maria. Ja, wer ist da? BAG, Quarantänepolizei. Lila, du bist es. Was machst du denn da? Wir haben doch gesagt, heute macht er Schule. Ja, aber die Bär hat doch gesagt... Ah, den kann man mal. Mal abwaschen wäre auch kein Safe. Jetzt machst du auch schon Vorschriften, oder wie? Nein, easy. Wie geht's da? Oh, der Trevor. Wo hast du ihn eigentlich begraben? Sag ich nicht, das ist Geheimnis. Willst du keinen neuen Hund? Ja, der Trevor kann doch keiner ersetzen. Was wäre jetzt da für ein Schulprojekt? Da, das Weihnachtsspiel. Das müssen wir mit einer erwachsenen Person aus dem gleichen Haushalt üben. Was habt ihr eigentlich für eine Lehrerin, dass ihr in dieser 7. Klasse Weihnachtskrippenspiel üben? Frau Hegi, sie ist eigentlich recht okay, aber sie hat das Gefühl, dass sie ein Stück Allgemeinbildung. Die Weihnachtsgeschichte habe ich jetzt nie viel anfangen. Das ganze zuckersüße Weihnachtsbaum, was weiß ich, Harmonie, Klimblam. Was ist das für eine Rolle? Ich bin eine Hirtin. Wahnsinnig gendergerecht. Aha, sehr witzig. Schau hier, du kannst den Engel reden und dann probiere ich meinen Text. Ein Engel, ich? Hast du mal deine Harfe irgendwo da? Merci. Halleluja. Götti. Okay, das dann. Ja, das. Hey Kollegen,
Ich habe Breaking News für euch. Okay. Das ist nämlich ein moderner Engel. Heute ist einer gekommen, der aufräumt mit dieser Ungerechtigkeit auf unserer Welt. Und gerade ihr da aussen in der Isolation seid eingeladen, ihn erst zu begrüßen. Einer ist ein Lügner, immer ein Lügner. Du hast es verkackt, reiss dich zusammen. Zum Teufel mit dieser Gesellschaft, die mir ständig vor Augen hat, dass ich nicht so bin wie sie. So denke ich Nacht für Nacht an mein selber gemachtes Feuer und bekomme doch nie recht warm. Heimatlos und jetzt diese Einladung. Für mich, ausgerechnet für mich. Hallo, Götti. Verkackt? Hast du verkackt gesagt? Steht das so in der Bibel? Weiss doch nicht, was in der Bibel steht. Du bist der Erwachsene, der das wissen sollte. Das ist aber auch nicht gut. Das war auch nicht gut mein Lieblingsbuch, die Bibel. Ist ja jetzt gleich. Sag mir mal die Texte, probiere ich mal meinen Text auswendig. Okay. Hey Kollegen, ich habe Breaking News für euch. Heute ist einer gekommen, der aufräumt mit dieser Ungerechtigkeit auf unserer Welt. Und gerade ihr da aussen in der Isolation seid eingeladen, ihn als erstes zu begrüßen. Einer ist ein Lügner, immer ein Lügner, reiss dich zusammen. Du musst das mit mehr Emotionen bringen. Bist du ein Hirtin? So. Einer ist ein Lügner, immer ein Lügner. Du hast es verkackt. Reiss dich zusammen. Zum Teufel mit dieser Gesellschaft, die mir ständig vor Augen hat, dass ich nicht so bin wie sie. So denke ich Nacht für Nacht an meinem selber gemachten Feuer und bekomme doch nie so recht warm. Heimatlos. Und jetzt die Einladung. Für mich? Ausgerechnet für mich? Boah, Götti, bist du mal um ein Theater mitgespielt? Oh, ich. Apropos verkackt. Hast du noch genug WC-Papier? Unser Alpkeller ist darum noch voll vom Frühling. Meine Eltern haben ein bisschen überreagiert. Ich gehe noch kurz in die Stadt. Ist der Sven schon da? Ja, er ist im Zimmer. Okay. Dann könnt ihr sonst die Reste im Kühlschrank zum Nachmachen. Wieso? Bist du nicht da? Ich weiss noch nicht genau, wann sie heimkommen. Ist das abgewaschen? Ja. Was ist nicht gut daran? Du würdest gescheiter helfen, anstatt immer rumnörgeln. Ich muss hier alles alleine machen. Sogar das Projekt Generation unter einem Hausdach muss ich mit meinem Sohn selber machen. Du hast nie Zeit für uns. Das sagt gut richtig. Und wer macht immer die Hausaufgaben mit dem Sven, wenn der Mann zu spät vom Arbeiten heimkommt? Nie Zeit für den Sven. Hast du etwa mehr Zeit für ihn? Nur weil du jetzt ausnahmsweise mal ein bisschen daheim bist, musst du nicht der Held spielen oder das Opfer. Ich bin überhaupt nicht das Opfer. Ich habe nur gedacht, wir können wieder etwas alle zusammen machen. Alle etwas zusammen machen? Ich warte nur darauf, dass du dich hinter dem Laptop versteckst, wenn wir alle zusammen etwas machen sollten. Das wäre etwas, was wir alle zusammen machen könnten. Nämlich die Weihnachtsaufführung vom Sven. Deine Quarantäne ist doch dann fertig. Aber bestimmt hast du wieder irgendeine Ausrede, warum das nicht klappt. Das ist ja kein Wunder, dass ich solche Anlässe nicht gerne besuche. Du, der dort immer rumstehst mit deinen Freundinnen und über die neuesten Puderlinien diskutieren. Und ich stehe ganz alleine und sollte mich beschäftigen mit all diesen wunderbaren Männern, die ihre Motorsage im Garage haben und einen wunderbaren Hasenstall damit gebaut. Ach, jetzt kommen wir wieder mit dem «Alle Schweizer sind doof» Jammer. Kein Wunder, dass ich immer von dir flüchten muss. Wenn du in deiner Schweden-Nostalgie abdriftest. Ich meine, hast du wirklich das Gefühl, dort ist alles besser? Jeder Küchenpsychologe mit einem handgelismeten Diplom weiss, dass das einfach eine absolute Projektion, eine Realitätsbeschönigung ist. Ja, und du mit deiner Kosmetika. Über deine Probleme da ist eine dicke Schicht Make-up drauf. Und das soll nicht die Lösung sein. Es geht jetzt hier gar nicht um mich. Das ist wieder typisch, dass du die Probleme jetzt auf mich projizierst. Du musst gar nicht deine Midlife-Crisis auf andere abschieben. Schau doch einfach selber mal in den Spiegel, ohne Make-up, anstatt über meine Produkte herzuziehen. Wie würdest du reagieren, wenn du weit weg wärst von daheim? Weit weg? Weg von deinen heiligen Schweizer, die nur untereinander Freunde sein können. Das ist doch einfach nur ein Klischee. Und ich weiss nicht, wie es mir in Schweden geht. Ich weiss nur, dass ich jetzt in meiner Netzwerkgruppe ganz
Feierabendgütli trinken, weil dort die Stimmung um einiges besser ist als hier in diesem Haushalt zwischen Köttbullar und Expedit und Billy und all die anderen Sachen von Ikea. Und du, wo irgendwie in deinem Schweden-Traum nachher träumst. Und nein, dort hier sind nicht nur Schweizer. Aus ganz unterschiedlichen Ländern hat es dort Leute, die aber im Hier und Jetzt das Beste aus der Situation machen. Lea! Ich habe das nicht so gemeint mit den Schweizer! Ja, und du mit deiner Kosmetika. Über deine Probleme, da ist eine dicke Schicht Make-up drauf. Und das soll nicht die Lösung sein. Es geht jetzt hier gar nicht um mich. Das ist wieder typisch. Smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride and find myself, I am alive and I soar. Still I run towards the wind and let the challenge draw me in, 'cause I want more. Oh, we are all Jan! Hallo? Hallo? Tessa, bist es du? Ja? Ah, okay. Wo ist denn deine Mami gerade? Sie schläft gut. Ah, okay. Wie geht's ihr so? Sie ist viel am Schlafen. Okay, und dir? Ja, Mist. Ich muss ja noch das Weihnachtsspiel üben. Eigentlich sollte ich das mit der Mami machen. Ja, also, wenn du möchtest, können wir es natürlich auch wir zusammen üben. Also am Telefon, meine ich. Du? Du, Theater? Warum nicht? Okay. Ich schicke dir sonst heute ins Skript. Also, du spielst Maria, hä? Ja, du kannst schon der Josef spielen und ich probiere Maria auswendig. Mein Leben war normal. Und ich hatte es gerne so. Und jetzt ein Kind, das nicht meins ist. Eine Frau, die mir Sachen erzählt, die ich nicht verstehe. Am liebsten würde ich aus all dem raus zurück. Zurück zum Normalen. Aber ich kann nicht, weil ich spüre, ich werde gebraucht. Da wächst meine Liebe. Da ist mein Platz. Ich weiss immer noch nicht, was mit mir eigentlich passiert. Achtung, da steht, was eigentlich mit mir passiert. Ah, das ist ja egal. Ohne zu wollen bin ich Hineingeworfen in einen Strudel. hineingeworfen in einen Strudel, der für mich zu gross ist. Was zu gross ist für mich. Zu gross ist für mich, aber die Reihenfolge der Wörter spielt keine Rolle. Mal, manchmal eben schon. Komm, wir machen es noch einmal von vorne. Ich weiss immer noch nicht, was mit mir passiert. Ohne es zu wollen, bin ich hineingeworfen in einen Strudel,
der für mich zu gross ist. Was zu gross ist für mich. Überfordert, am Ende von der Kraft, Rundum. rundum, Die verurteilende Blick. die verurteilende Blick. Es heisst, die verurteilende Blick. Ach, das ist doch egal. Verurteilen die, verurteilen den. Du heisst auch nicht aus Zufall Pinkeli. Was? Also, ich wollte ja nur helfen. Du bist aber keine Hilfe. Und vor allem habe ich besser zu tun, als die blöde Maria in diesem blöden Weihnachtsspiel zu spielen. Ja, aber... Nichts aber. Du kannst mit deinem super aufgeräumten Leben schon aber sagen. Verurteilen die, verurteilen den. Du weisst ja gar nicht, dass wir alles durchstehen. Tschüss. Was habe ich mich da nur eingeladen? Mein Leben war normal. Und eigentlich hatte ich es gerne. So. Tessa, was bist denn du am Rumschimpfen wie ein Rohrspatz? Das war nur ein Werbeanruf. Zu lang. Hey, Prost! Prost, ja, zum Wohl. Wie läuft's bei dir so? Ist es gut? Ja, lass mich raten. Gang wie Gang. Nein, im Moment ist aber nichts Gang wie Gang. Weißt du, die Frau, die ich dir letzte erzählt habe? Ja, stimmt. Ja, genau. Ja, ist das noch warm oder ist das noch am Laufen? Ah, so halb. Das heisst? Ja, weißt du, sie hat gerade Corona. Oh, Scheiße, scheiß Corona. Ja, aber ist sie zu Weg oder ist das Problem? Oder? Ja, nein, ist schon nicht nur Corona das Problem. Das Ding ist, sie hat auch noch eine 12-jährige Tochter. 12? Ja. Ja. Also das heisst, wie alt ist das sie? 30. 30, lass mich rechnen, 30. Wo? Ja, die ist aber Jungmutter geworden. Ja, ich weiß, ja. Ist eigentlich nicht, nein, ist eigentlich ein Seich, gell? Das ist dann passiert gewesen, die hat so einen Typ gelernt kennen und er war noch unerfahren gewesen, dann war noch Alkohol im Spiel gewesen. Sie haben dann das andere ergeben und dann ist er auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Oh, Scheiße. Ja. Aber mit dir und jetzt so, wie habt ihr? Ja, ich weiss doch auch nicht, weißt du, sie ist schon eine gute. Aber gell, ich meine, die ist mit 18 ist die Mutter geworden, die hat gar keine richtige Ausbildung machen, die ist immerhin im Stress. Da, ja, jetzt eben noch die Tochter am Pubertieren. Ich habe letztens mit ihr telefoniert, also mit der Tochter. Am Schluss hat die mich angeschrien. Das ist eine Sache. Ich weiss auch nicht, ich habe gerne mein schön gewohntes, korrektes, durchgeplantes Leben. Ja. Also wegen dem musst du jetzt raus, oder was? Oder? Ja, ich weiss doch auch nicht. Eigentlich, weißt du, komm. Ja, es ist schon gut, ja. Ich gebe dir mal einen Rat. Ein Rat von einem guten Freund. Achtung, was kommt jetzt? Nein, weißt du, ich kenne dich jetzt ja schon länger, weißt du. Als ich dich gehört habe, von der Fabienne, habe ich reden. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh, da ist etwas dran. Ich glaube, das passt. Das ist mehr als ich so, Ja, schon. Aber eben, ich weiss gleich nicht, ich habe gerne mein geordnetes Leben. Das würde alles durcheinander bringen. Nein, ich glaube, das wäre wirklich schade. Ich könnte nur wegen deinem normalen Leben, einfach wegen dem, was auf deinem Grabstein steht. Jan, Pinkeli, der Normalo. Ja, komm jetzt, dein Leben ist nicht ganz normal, aber merci einmal gleich. Ja. Oh, warte schnell. Willkommen zur Sprachbox von 07. Oh Mann, Jan, melde dich doch wieder mal bei mir.
Ich weiss, mein Leben ist nicht das Einfachste. Und dass ich ein Kind habe, das nicht dies ist. Aber es tut mir wirklich gut, wenn es jemand mit mir tragen will. Mann, was ist? Nichts. Ist alles okay. Ach, kommt mir besser nicht zu lachen. Ich will dir das Virus nicht auch noch anstecken. Ja, hallo, wer ist da? Lebensmittelkontrolle. Lila, das ist jetzt der Gewohnheit. Hier, ein bisschen Frucht zur Abwechslung von Pizza und eine Büchse Ravioli. Du musst keine Angst haben. Ich bin ziemlich robust. Hast du eigentlich noch keinen neuen Job? Ja, nein, nicht direkt. Was heisst nicht direkt? Das heisst, der Kollege hat mir mal angerufen und ein Jobangebot gemacht. Ah, cool. Was denn? Oder ist es wieder so eine versiffte Bar mit deinen 10 Stammkunden? Hey, du tönst ja schon wie die Bär. Nein, im Triebwerk-Kaffee. Was? Im Triebwerk-Kaffee? Das ist das beste Lokal der ganzen Stadt? Was hast du gesagt? Nein. Spinnst? Ja, aber das ist eigentlich nicht mein Ort. Irgendwie all die geschniggelten Leute und dann sind sie alle so scheissfröhlich. Das ist nichts für mich. Hättest du lieber so eine Beerdigungstotengräber-Stimmung oder was? Ja, das würde auch besser zu mir passen. Was ist eigentlich los mit dir? Bist du schon immer so gewesen? So abgeschottet und isoliert? Nein, ich schon nicht. Ist schon so, weißt, die Bär war immer der, der erfolgreich war und so der Mustersohn. Und ich vielleicht eher ein bisschen schwarzer Schaf. Aber ja, mit 20 ist es mir echt ganz gut gegangen. Dann habe ich einfach nicht so werden wie die. Wenn man nur weiss, was man nicht werden will und nicht weiss, was man eigentlich will, ja, dann kommst du nicht an ein gutes Ziel. Und dann habe ich ein paar schlechte Entscheidungen getroffen, habe dann mit Drogen angefangen. Und dann in diesem Zusammenhang hat mich der Kollege mal richtig grusig verarscht und ich habe noch gemeint, das sei ein Kollege. Und dann habe ich Lampen bekommen mit der Polizei. Und am Schluss war ich der, der als Vollidiot ist angestanden und als Krimineller. Wenn du einmal so einen Stempel hast, dann wirst du nicht mehr so ringlos. Dann kannst du eigentlich machen, was du willst. Einmal habe ich wieder versucht, ein bisschen neu anzufangen und habe bei deinem Bär gefragt. Ja, ist ja gleich. Nein, erzähl weiter, was ist? Nein, du musst jetzt doch nicht dein Weihnachtsspiel nochmal üben. Ich glaube schon gut. Kommst du eigentlich auch an die Aufführung? Kann ich ja nicht, ich habe Corona. Bis dann sind die 2 Wochen schon lange vorbei. Was? Shit, schon vorbei. Das wäre jetzt cool gewesen, nochmal 2 Wochen. Die Aufführung wäre eine super Gelegenheit, wieder mal ein bisschen unter die Leute zu kommen und raus aus dieser Isolation. Hallo, bist jetzt du der Engel aus deinem Krippenspiel? Ja, und du der Hirt. Das kommt mir eigentlich schon lange so vor. Kommst du? Ja, wie gesagt, mal schauen. Aber jetzt schauen wir mal, ob du wirklich der Hirt kannst sein, der Frustrierte da. Trag mal vor. Einer ist ein Lügner, immer ein Lügner. Du hast es verkackt. Reiss dich zusammen. Zum Teufel mit dieser Gesellschaft, die mir vor die Augen hat, dass ich nicht so sei wie sie. Papi, Ja? ich muss jetzt immer noch das Weihnachtstheater üben. Hast du jetzt Zeit? Okay. Was muss ich machen?
Ich kann dir sie einmal vorlesen, nachher kannst du mir sagen, wie ich es noch besser machen könnte. Okay, schieß los. Wer musst du überhaupt spielen? Einer von den 3 Weisen aus dem Morgenland, Melchior heisst er. Melchior? Oder Melkstuhl? Ist es ein Schweizer? Papi! Okay. Sorry. Was sagt der Melchior? Was mache ich da eigentlich? In diesem fremden Land mit fremder Sprache und fremder Kultur, wo mich alle Leute reserviert anschauen und sagen, der gehört nicht dahin. Warum bin ich dem Stern gefolgt? Das habe ich gemeint zu finden. Schon oft wäre ich am liebsten umgekehrt, zurück, wo ich daheim bin. Also ich muss schon sagen, der Melchior, der wäre am gescheitsten daheim geblieben. Es geht noch weiter. Aber heute spüre ich etwas davon, dass ich da richtig bin. Dass da eine Heimat zu finden ist, die ich auch daheim nicht hatte. Naja, das sehe ich ein bisschen anders. Wo hat er seine Heimat gefunden? Keine Ahnung. Ich muss das einfach so lesen. Hast du jetzt eine Idee, wie ich es noch besser machen könnte? Gib mir mal das Skript. Vielleicht mit ein bisschen mehr Verzweiflung. Stell dir vor, du wärst weit weg von daheim. Du fühlst dich fremd. Was mache ich da eigentlich? In dem fremden Land, mit fremder Sprache und fremder Kultur, womit Leute reserviert anschauen und sagen, der gehört da nicht an. Warum bin ich dem Stern gefolgt? Was habe ich gemeint zu finden? Schon oft wäre ich viel lieber umgekehrt. Zurück, wo ich daheim war. Aber heute spüre ich etwas von dem und so weiter, oder? Glaubst du denn wirklich, dass du glücklicher wärst, wenn du in Schweden würdest wohnen? Andere Frage. Was hast du eigentlich zur Mami gesagt, dass sie gemerkt hat, dass du an ihr interessiert bist? Wir haben uns in Schweden am See gesehen. Sie war mit Freunden auf dem Kanu und hat dort gepaddelt. Und ich bin am Zelten mit meinen Freunden. Auf dem gleichen Zeltplatz waren wir 3 Tage. Und immer habe ich geschaut, aber nicht getraut. Und plötzlich habe ich gesagt, ich muss die Karte auf den Tisch legen. Und habe nachher gesagt, hey, wollen wir uns mal treffen? Lieber sie sagt nein, als dass sie es nicht getraut hat zu sagen. Verstehst du? Und bereust du es heute, dass du sie hast gefragt? Nein, auch wenn es vielleicht gerade schwierig ist. Aber bereut habe ich es nie. Warum musst du das überhaupt wissen? Einfach so, nicht so wichtig. Ach so, einfach so. Als Fachmann Marketing glaube ich nicht an das Wort einfach so. Also, ich habe noch andere Hausaufgaben. Danke für deine Hilfe. Hoi Tessa, wie geht's? Ich habe mir überlegt, hey, wollen wir uns mal treffen?
Guten Morgen, Tessa. Guten Morgen. Bist du bereit für den Tag? Ja, endlich wieder raus. Ich bin schon froh, dass dein Test auch noch positiv war, auch wenn du keine Symptome hast. Jetzt haben wir es beide durch und dürfen beide wieder raus. Ja, du siehst schon wieder viel fitter aus. Ja, endlich wieder in die Schule. Yes. Komm schon, du freust dich doch eigentlich. Hat sich der Jan eigentlich wieder mal gemeldet bei dir? Nein, ich habe schon seit mehr als einer Woche nicht mehr von ihm gehört. Wir sind eigentlich langsam gewohnt. Weisst, dieses Mal hatte ich wirklich ein gutes Gefühl gehabt. Hoffentlich ist es nicht wegen mir. Ich habe mir darum am Telefon mal recht angeflucht. Du hast was? Ah, das ist sicher die pinkelige Frau Dobler von nebendran, weil ich die Waschmaschine besetzt habe. Aber sorry, nach 10 Tagen musste ich einfach waschen. Du, lass, ich mag nicht. Du kannst nicht hier auftun und ihr sagen, dass ihr eine Stunde alles wieder draussen ist, bitte. Ja. Es ist nicht die pinkelige Frau Dobler, aber es ist auch ein Pinkeli. Jan! Du bist wieder zurückgekommen. Du, 2 Meter Abstand. Ich habe schon gemeint, du kommst überhaupt nicht mehr. Ja, das habe ich fast sowieso geglaubt. Ihr euch 2 sowieso, die alleine. Hoi Sven. Ja, bin gut, merci. Okay. Dann hast du den Dank. Und, was kommt dir? Ja, wieso nicht? Einfach nur kurz. Ah. Okay, wer ist denn das denn? Du, ich weiss auch nicht so genau. Irgend so ein Schulkollege. Und gehst du arbeiten, dann gehst du wieder? Heute habe ich noch frei, aber morgen muss ich dann gehen. Und meine Chefin hat mir schon angerufen, ich muss dann gewisse Arbeitsstunden nachholen. Nein, aber also, das darf ich gar nicht, vom Arbeitsrecht her. Das ist dieser doch Pfeife gleich. Und wenn du reklamierst, dann fliegst du. Okay. Und morgen muss ich besonders früh anfangen, weil am Abend ist ja noch Tessa ihre Vorführung von der Schule. Ah, die ist schon morgen. Ja, wie soll ich sagen, also ich weiss nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ja, das mit ihr eigentlich noch geübt hatte. Also am Telefon. Sie ist jetzt nicht gut rausgekommen. Okay. Ich sagen, also am Schluss war sie auch verrückt, ziemlich hässig, Telefon aufgehängt. Ich hoffe, echt mal, sie ist nicht nachtragend. Ah nein, da musst du dir glaube ich keine Gedanken machen. Sie ist schnell auf 100, aber dann gleich wieder drunter. Das hat sie auch von mir gegeben. Okay. Hättest du nicht vielleicht Lust, morgen an die Aufführung mitzukommen? Ja. Ich weiss nicht. Oh, weisst, du kannst dir nicht vorstellen, wie das Album ist. Mit diesen 40-, 50-jährigen Eltern, die mich mit ihrem verurteilenden Blick anschauen. Mit ihrem verurteilenden Blick. Ist doch egal. Auf jeden Fall, die denken dann sicher so Sachen wie so ein Flittchen, auch noch nie etwas von Verhütung gehört. Das ist echt unangenehm, so alleine. Ja, dann lass sie doch einfach reden. So gleich, was die sagen. Ja, das kannst du gut sagen, du steckst ja nicht in meiner Haut. Es würde mir wirklich viel bedeuten, wenn du mitkönntest. Ja, die habe in letzter Zeit vielleicht schon ein bisschen hängen. Also ja, schon. Oh, merci! Merci vielmals, das ist echt super. Aber weißt du was? Jetzt müssen wir unbedingt mal noch die Gipfel essen, die ich da noch mitgebracht habe. Smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride and find myself, I am alive, and I soar. Still I run towards the wind and let the challenge draw me in, 'cause I want more. Hallo Sven. Hallo Tessa. Komm rein. Wow, coole Hütte.
Sind deine Eltern nicht da? Nein, ich komme direkt vom Arbeiten. Mein Vater ist super happy, dass er endlich wieder ins Büro darf. Wow! Ihr habt ja mega viel Platz. Eure Stube ist etwa so gross wie unsere ganze Wohnung. Und so viele Ikea-Möbel, das ist mega cool. Ja, mein Vater arbeitet eben dort. Bekommt ihr dort alles gratis? Nein, gratis glaube ich nicht. Ich weiss es ehrlich gesagt auch gar nicht. Und es interessiert mich auch nicht so. Willst du etwas trinken? Ist gut, merci. Wow, cooles Bild von dir. Hä? Seit wann hängt denn das dort? Das hat mein Vater wahrscheinlich gestern aufgehängt. Und dann deine Mutter? Ist die immer daheim? Nein, die arbeitet für so eine Kosmetikfirma. Aber wegen Corona meistens im Homeoffice. Kosmetikfirma und Ikea. Eine Traumkombination. Für meine Eltern glaube ich eher im Moment ein Albtraum. Ah ja, du hast sie geschrieben. Haben sie immer noch Zoff? Hat sich glaube ich schon wieder ein bisschen beruhigt. Aber gut ist es immer noch nicht. Wo ist denn dein Zimmer? Komm, ich zeige dir's. Schönes Zimmer, aber ich glaube, das sollte man wieder mal lüften. Sorry. Ach, ich wünschte mir auch so ein Zimmer. Wieso? Was ist denn ihm nicht gut? Ah, es ist halt... ist doch gleich. Du, wir müssen schon gleich gehen. Jetzt fällt eine gute Aufführung an, sonst hat der Tegi noch einen Herzinfarkt. Kannst du dich einrollen? Ah, die Aufführung, da habe ich jetzt gerade überhaupt keine Lust drauf. Wenn ich so ein Zimmer hätte, würde ich einfach die Türen zutun, schließen und meine Ruhe genießen. Okay. Und nachher? Nein, weiss ich auch noch nicht. Okay, ist jetzt gut. Mach jetzt wieder auf. Aha, macht es Sven Petersen nervös, wenn jemand Angst den Schlüssel von seinem Ikea-Zimmer hat? Was zahlst du, wenn ich ihn nicht fallen lasse? 30% auf unseren nächsten Ikea-Einkauf. Haha, sehr witzig. 40%. Hör jetzt zu! 50% und 100 gratis Röschelkäse. Tessa! Ah, nein! Spinnst! Sorry, das wollte ich nicht wollen. Was machen wir jetzt? Hast du keinen zweiten Schlüssel? Natürlich nicht. Irgendwie hier rauskommen. Die Tür ist zu, also bleibt nur noch das Fenster. Aber das ist doch viel zu hoch. Hast du ein Seil? Nein, Eine Leiter? natürlich nicht. Ein Fischernetz? Tessa! Okay, aber vielleicht kannst du mich an den Hängen haben und nachher kann ich runterhängen und dann runterkommen. Meinst du, das geht? Vielleicht. Nein, komm, das ist zu gefährlich. Komm wieder rein. Okay. Wir müssen unsere Eltern anrufen und Hilfe holen. Das ist zu peinlich. Mein Handy liegt sowieso auf dem Küchentisch. Mist, meins hat nur noch mega wenig Akku. Aber weisst du was? In den Comics, da können sich doch die Leute alle so an den Lindtüchern runterlassen. Die knüpfen alle so die Lindtücher zusammen. Meinst du, das geht? Vielleicht. Wo sind denn deine Lindtücher?
Ja. Jetzt kann nur noch jemand helfen. Hoffentlich lenkt mein Akku noch. Lila, nimm ab. Tessa? Ich bin unterwegs. Bist du schon dort? Beim Sven? Nicht dein Ernst? Das reicht doch nicht mehr. Okay, aber du schuldest mir noch etwas. Wo wohnt der Sven überhaupt? Tessa? Tessa? Mist! Der Akku ist tot. Hat sie es noch gehört? Ich weiss es nicht. Wir können nur noch hoffen. Jetzt müssen wir einfach warten. Wie ist denn das passiert? Die Story wollte ich dann noch genauer hören. In so einer Situation kann ich schon noch mit dir zusammenraten. Haha. Wir sind aber sehr spät. Ja, komm mit. Ja, Gille, hoi. Merci selber. Merci, ja. Du, ich rufe an, wegen deinem Angebot. Ja, vom Triebwerk. Ja, ich habe auch ein bisschen voreilig Nein gesagt. Ich meine, wenn das Angebot noch bestehen würde, dann würde ich es gerne mal probieren. Ja, aber ich gebe euch sonst sehr gerne ein Gratis-Müsterli. Hallo, bist du die neue Schülerin? Nein, ich bin die Mutter von Tessa. Ah, Entschuldigung, du bist eine junge Mutter. Entschuldigung. Und? Hast du noch nie eine junge Mutter gesehen? Und zudem muss ja nicht immer alles sagen, was ihm durch den Kopf geht. Sie sagen ja nicht, da hast du aber ein komisches Goldkettchen an. Entschuldigung. Ja. Doch, für euch Sommerketchup. Ja. So ein Lippenstift. Merci. Hallo? Bist du nicht der Vater vom Sven? Vom ja. Sven, ja genau, vom Sven. Und du? Vom Max.
Max, ja, genau. Du, habt ihr auch Hasen? Nein. Ja, wir schon. Wir haben jetzt gerade einen Hasenstall gebaut. Mit unserer neuen Stichsage. Die hat Akku jetzt. Willst du noch Bildchen sehen? Seraf, was machst du denn da? Das ist eine öffentliche Aufführung im öffentlichen Gebäude. Und jetzt? Willst du Security holen, oder was? Ja. Liebe Eltern, herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsaufführung. Leider ist es so, dass noch 3 Schüler fehlen. Wir haben gedacht, wir warten jetzt noch einen kleinen Moment und hoffen, sie kommen gleich. Stellt doch vielleicht mal eure Hände... Können wir denn nicht alle die 3 anfangen? Ja, darum noch einen wichtigen Geschäftstermin. Für so Leute in der Businesswelt ist das eine Zumutung, am Freitag am 4 Uhr so eine Aufführung anzusetzen. Herr Giger, es ist unter anderem eure Tochter, die noch fehlt. Was? Habt ihr eine Ahnung, was sie sein könnte? Was, die Lila? Die anderen 2, die noch fehlen, sind Tessa und der Sven. Wenn doch ihre Eltern schon mal schauen könnten, ob sie sich erreichen können, dann wäre das super. Himmel, Sven! Wo steckst du? Also, weil wir jetzt nicht mehr länger warten können, haben wir gedacht, dass Frau Bendelaxe, unsere IF-Lehrerin, die Texte von diesen 3 Schülern, die noch fehlen, halt einfach vorlesen wird. Das ist natürlich schade, aber geht jetzt nicht anders. Noch eine kleine Erklärung zu unserer Aufführung. Das Stück soll die Weihnachtsgeschichte, wie sie überliefert wird, so aufnehmen und darstellen, wie die Menschen in der heutigen Zeit reagieren könnten. Unter unserem Jahresmotto «Generationen unter einem Dach» habt ihr ja die Rolle mit euren Kindern schon üben. Und unter anderem auch mit ihnen über eure eigenen Kindheitserfahrungen reden. Danke schon mal an dieser Stelle für eure Mithilfe und euer Mittragen. So, jetzt wollte ich aber nicht mehr Worte verlieren und freue mich auf unsere jungen Darsteller. Ich wünsche euch recht viel Vergnügen. Mein Name ist Josef und ich komme aus Nazareth. Mein Leben war normal und ich als gern so. Und jetzt ein Kind, das nicht meins ist. Eine Frau, die mir Sachen erzählt, die ich nicht verstehe. Am liebsten würde ich aus all dem raus, zurück zum Normalen. Aber ich kann nicht, weil ich spüre, ich werde gebraucht. Da wächst meine Liebe, das ist mein Platz. Auftritt Maria. Ich weiss immer noch nicht, was eigentlich mit mir passiert. Ohne es zu wollen, bin ich... Ja, excuse, aber nein, das kann man doch nicht so vorlesen. Maria hat das nie so monoton gesagt. Ihr müsst euch mal vorstellen, in was für eine Situation das sie sich befunden hat. Da müssen doch irgendwie mehr Emotionen rein. Wartet, vielleicht etwa so. Ich weiss immer noch nicht, was eigentlich mit mir passiert. Ohne es zu wollen, bin ich reingeworfen in einen Strudel, der für mich zu gross ist. Überfordert, am Ende der Kraft. Und rundum die verurteilende Blick auf eine ungewollt Schwangere. Und daraus soll etwas Gutes entstehen. Gott mag mir helfen, dass ich das glauben kann. Einmal ist ein Lügner, immer ein Lügner. Du hast es verkackt. Reiss dich zusammen. Zum Teufel mit dieser Gesellschaft, die ihm ständig vor Augen führt, dass er nicht so ist wie sie. So stehe ich Nacht für Nacht vor mir selber gemachten Feuer und bekomme gleich nie recht wahr wie ein Obdachloser. Jetzt die Einladung, ausgerechnet für mich.
Was mache ich eigentlich hier? In einem fremden Land, in einer fremden Sprache, in einer fremden Kultur. Mit all diesen Leuten, die mich reserviert anschauen und sagen, der Fremd gehört da nicht her. Warum habe ich den Stern gesucht? Was habe ich gemeint zu finden? Wie gern wäre ich umgekehrt. Hey, zurück in meine Heimat. Aber heute spüre ich, dass da etwas Besonderes ist. Dass da eine Heimat ist, die ich auch daheim nie hatte. Mami? Papi? Götti?